TV Filmfakten. 5 Filmfakten. Heute Marie-Louise. Die kleine Marie-Louise kommt mit einer Gruppe französischer Kinder 1943 für 3 Monate zur Erholung in die Schweiz. Die Rotkreuzhelferin Hedi Rüegg nimmt das Mädchen mit nach Hause, weil es nicht wie geplant abgeholt wird. Es ist so ein Trauriges. Ich nehme sie am liebsten gerade mit heim. Fabrikdirektor Rüegg missbilligt den Entscheid der Tochter. Ja, der Papa weiß gar nichts. No. Schließt das Mädchen aber schnell ins Herz. Monsieur Rüegg. Als die 90 Tage vorbei sind, will Marie-Louise nicht mehr weg. Monsieur Rüegg, je ne veux pas partir. So beginnt die ergreifende Handlung des Films. Ein Film, dessen Geschichte von Turbulenzen und Erfolgen geprägt ist und der den Weg für ein erfolgreiches Schweizer Filmschaffen bereitete. Mittendrin die junge Darstellerin von Marie-Louise, Josiane. Ab dem Jahr 1942 berührt ein Thema die ganze Schweiz. Mehrere tausend ausländische Kinder können durch eine Kinderhilfsaktion vom Roten Kreuz vorübergehend für 3 Monate bei Schweizer Familien aus ihrem kriegsgeprägten Land entfliehen. Die Aktion war nicht unumstritten, da die Kinder, sobald sie sich langsam an die neue Umgebung gewöhnt hatten, wieder zurück in die kriegsgezeichneten Gegenden geschickt wurden. Dass damit psychologische Folgen verbunden waren, war mehr als nur eine Vermutung. Der Autor Richard Schweizer verarbeitete seine Erfahrung mit einem dieser Kinder in seinem Drehbuch. Marie-Louise, so hieß unser französisches Pflegekind, und als ich ihre panische Angst vor Flugzeugen bemerkte, begann ich mich näher mit der Psyche des unter entsetzlichen Erinnerungen leidenden Kriegskindes zu befassen. Was ist denn? Was hast du denn, Schätzchen? Was ist denn mit dir? Lindberg und Schweizer entschieden sich, für die Titelrolle ein echtes Flüchtlingsmädchen zu casten. Josiane Heck, die Marie-Louise darstellte, sowie auch der kleine André, gespielt von Bernard Hamon, waren also tatsächlich französische Kinder, die sich durch die Kinderhilfsaktion während des Krieges in der Schweiz aufhielten. Die 13-jährige Josiane wurde in Colmar geboren und kam am 9. Juli 1943 mit einem Kinderkonvoi des Roten Kreuzes in die Schweiz. Der kleine Bernard kam aus Paris. Lindberg und Schweizer wählten die beiden am Bahnhof von Genf-Cornavin aus über 1200 Kindern für die Rollen aus. So, Schwester, lassen Sie die Kinder an den Tisch herankommen. Der Film basierte also auf wahren Begebenheiten. Die Drehbuchanalyse, die 1942 im Vorfeld der Dreharbeiten erstellt wurde, liest sich sehr optimistisch. So heißt es darin unter anderem: Erstens, es besteht kein Zweifel, dass bei allen Schichten des Schweizer Volkes eine natürliche Anteilnahme am Schicksal der kriegsgeschädigten Kinder besteht. Ein Film, der dieses Thema behandelt, wird also logischerweise Interesse bei allen Schichten der Bevölkerung finden. Da gehen in Europa Hunderttausende von Kindern zugrunde. Ich unterschätze die Schwierigkeiten nicht, Herr Benjamin. Aber in einer Sache, die einem so ans Herz geht, da muss sich eine Lösung finden lassen. Es schien, als wäre das Potenzial zum finanziellen Erfolg äußerst vielversprechend. Doch die Dreharbeiten boten ihr eigenes Drama und der Film hätte beinahe in einem Produktionsfiasko geendet. No. Richard Schweizer war mit seinem Drehbuch unzufrieden, da er es auf Druck des Produzenten Lazar Wechsler zu schnell fertigstellen musste. Montre, Monsieur, ce que tu as dessiné aujourd'hui. Und Lindberg forderte eine carte blanche. Er wollte als Eröffnungsszene den Exodus in Frankreich von Mai bis Juni 1940 komplett nachstellen. Wechsler wurde blass, als er über die Kosten dieses Unterfangens nachdachte und ließ die Herstellung dieser Szene einfach Woche für Woche verschieben. Lindberg stieß dies sauer auf und er weigerte sich, den Film fertig zu drehen. Also übertrug Wechsler dem Regisseur Franz Schnieder die Aufgabe, die Eröffnungsszene zu drehen.
Daraus wurde eine ziemlich abgespeckte Version im Vergleich zum Originaldrehbuch. Schnieders Mithilfe blieb im Abspann ungenannt. Nachdem Regisseur Lindberg den Film dann doch noch zähneknirschend fertiggestellt hatte, zeigte er ihn erstmals dem Präsens-Verwaltungsrat. Das Urteil war vernichtend. Können Sie sich das aus dem Kopf? Aber Herr Rier, wenn Sie mich das nicht vollständig im Bild. Diskussion überflüssig. Bis auf ein Verwaltungsratsmitglied, Gottlieb Duttweiler, waren sich alle einig. Der Film sei total misslungen. Schweitzer und Lindberg wollten den Film am liebsten verbrennen. Aber Duttweiler verteidigte den Film energisch. An einer Verwaltungsratssitzung in St. Moritz proklamierte er, dass der Film einen Oscar verdienen würde. Er konnte sich durchsetzen. Der Film wurde freigegeben und die Uraufführung konnte am 19. Februar 1944 stattfinden. Ob Duttweiler recht behielt? Nach dem Kinostart im Frühjahr 1944 brachen die Zuschauerzahlen ein. Bei der Produktionsfirma Präsens ging die Angst vor einem Konkurs um. Gottlieb Duttweiler war bereit, den Film weiter tatkräftig zu unterstützen. Und er hatte die rettende Idee. Aber wir sind auch schuld. Wir haben es wieder mal nicht verhindern. Und gerade darum müssen wir helfen. Wir! Irgendwie, die eine Villa haben. Er verschenkte über seine Zeitung Brückenbauer allen Hausfrauen, die ihre Einkäufe in den Migros-Filialen außerhalb der Stoßzeiten machten, einen Kinoeintritt für den Film. Die Aktion lief an einem Montag an. Am folgenden Donnerstag waren die Nachmittagsvorstellungen ausverkauft. 2 Tage später auch die Abendveranstaltungen. Und der Film wurde innerhalb 3 Wochen zum Blockbuster. Mit 16 Wochen Laufzeit in den Schweizer Kinos und über 1 Million Kinoeintritten avancierte Marie-Louise zu einem der erfolgreichsten Schweizer Filme dieser Zeit. Der Film fand den Weg ins Ausland, über Dänemark, Schweden und Portugal nach England. Kritiker lobten das Werk nahezu euphorisch. Nach Kriegsende sucht Wechsler einen Verleiher in den USA. Doch keiner der Studiobosse will sich den Flüchtlingsfilm ansehen. Sie meinen also, Herr Rüegg, es lässt sich noch reden über den Fall? Aber nicht ins Blaue rein. Immerhin verspricht Arthur Lowe, der Direktor von Metro-Goldwyn-Mayer, den Film seinen Hausangestellten zu zeigen. Am Tag darauf schließt Wechsler mit dem großen amerikanischen Studio MGM einen Verleihvertrag für Marie-Louise und Die letzte Chance ab. Lowe soll zu Wechsler gesagt haben, alle meine Mädchen sind heute noch ganz durcheinander und haben rot geweinte Augen. Marie-Louise wird in den USA als erster europäischer Filmimport seit Beginn des Zweiten Weltkriegs gefeiert und ist der erste nicht englischsprachige Film überhaupt, der mit einem Oscar ausgezeichnet wird. Autor Richard Schweitzer erhält am 7. März 1946 den Academy Award for Writing Original Screenplay für das beste Drehbuch. Wenn er mir als dem Autor des Drehbuches zufiel, so gilt er meiner Ansicht nach auch allen anderen, die an diesem Film mitgearbeitet haben. Der Erfolg von Marie-Louise war für den Schweizer Film ein wichtiger Wegbereiter. Die Oscar-Auszeichnung öffnete der Präsens-Film und dem Schweizer Kino die gut bewachten Tore nach Hollywood. Marie-Louise bedeutete zudem eine kleine kreative Revolution im nationalen und internationalen Kino. Zum ersten Mal erschienen Flüchtlinge auf der großen Leinwand. Das war bis dahin ungesehen. Die Figuren in ihrer eigenen Sprache sprechen zu lassen, war ebenso noch ungehört. Was machst du da? Pardon, Monsieur. Je voulais que... Was? Du parles français? Oui, Monsieur. Lindberg erklärte dazu, dank dem moralischen und wirtschaftlichen Erfolg von Marie-Louise konnten wir uns später an wichtigere Aufgaben machen, wie an Die letzte Chance. You must understand our position, how are you? Switzerland is a small country. Doch der Erfolg des Films sollte nicht nur den Filmemachern zugutekommen.
Wechsler investiert den finanziellen Gewinn in ein nachhaltiges Engagement für die Kinder, an deren Geschichte er nun verdient hatte. Pour fêter ta rentrée, je t'ai acheté quelque chose. Im April 1944 gründet die Präsenzfilm den Fonds Marie-Louise für Kriegskinder und stiftet 25.000 Franken. 2 Jahre darauf wird ein Teil der Filmeinnahmen für den Bau eines Marie-Louise-Hauses im Pestalozzi-Dorf in Trogen eingesetzt. 2015 wurde der Film sehr aufwendig vom SRF Schweizer Radio und Fernsehen in Zusammenarbeit mit der Cinémathèque Suisse und Memoriaf digitalisiert. Die Restaurierung, wofür 3 verschiedene, teils defekte Kopien benutzt werden mussten, dauerte Monate. Dank des Engagements der Institutionen, die sich für das Schweizer Filmerbe einsetzen, können wir Marie-Louise bei den bekannten Streaming-Anbietern on Demand auch heute wieder genießen. So, Herr Rüegg, da haben Sie Ihren kleinen Ausweisser wieder. Unerwartetes Wiedersehen, gell, Sie? Musst jetzt nicht mehr briegen. Bist ja daheim. Marie-Louise. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch